Ein neuer Tag, ein neues Gimbal. Willkommen zurück auf meinem Kanal, mein Name ist Jens. Ich habe heute ein Unboxing für euch und zwar geht es heute um das Weebill S von Zhiyun und packen wir das Ganze mal zusammen aus. Bis gleich. Hey, da sind wir wieder mit dem Zhiyun Weebill S und gemountet habe ich das Ganze mit meiner Canon EOS M50 und als Objektiv habe ich das Sigma 16mm 1.4er dran. Das Gesamtgewicht, also mit dem Käfig,
oder Cage von Smallrig. Wiegt das Setup circa 1 Kilo. Ja, ich glaube 1 Kilo. Wenn man sich nach den Angaben des letzten Gimbals richtet, also dem Vorgänger, dem Weebill Lab, da lag die maximale Traglast so circa bei 3 Kilo, wenn ich mich nicht irre. Da wird das praktisch auch das Minimum sein, was dieses Gimbal halt kann, also das Weebill S. Und die Motoren wurden verstärkt, also um 300% laut Hersteller, sind halt kräftiger geworden. Das heißt, man hat ein ziemlich kompaktes Gimbal, wenn man oft auf Reisen ist, für schwerere Setups. Also das hier ist ein Leichtgewicht, das ist eine spiegellose Kamera, wie gesagt mit Käfig und mit einer Festbrennweite, wiegt das Ganze 1 Kilo und das ist überhaupt kein Problem. Oder ich hoffe es. Ich werde es gleich testen, beziehungsweise dann auch draußen noch ein paar Aufnahmen machen. Das sollte jetzt eigentlich auch nur ein Unboxing mit einem kleinen Hands-on werden. Ich zeige euch kurz mal die Grundfunktion. Also grundsätzlich arbeitet ein Gimbal mit 3 Achsen, deswegen heißt es auch 3-Achsen-Stabilisator. In umgangssprachlich wird es immer als Gimbal bezeichnet. Zunächst hätten wir einmal diesen Motor hier. Das ist praktisch die Schwenkachse. Die bewegt sich halt nach rechts und links. Dann haben wir hier hinten diesen Motor. Das ist die Längsachse oder Rollachse. Zu guter Letzt haben wir hier noch einen Motor, der ist für die Neigungsachse zuständig. Der macht dann diese Bewegung. Also Schwenkachse, Pan. Dann haben wir einmal die Längsachse, Roll, und die Neigungsachse, Tilt. Pan, Roll, Tilt. Und wie gesagt, es gibt immer wieder diese Abkürzung oder da heißt es dann Pan and Follow. Hierbei bewegt sich die Pan-Achse, während die Roll- und Tilt-Achse blockiert werden. Der Power-Knopf befindet sich seitlich am Handgriff und den drücken wir jetzt mal für 1 bis 2 Sekunden. Also in diesem Fall habe ich die Kamera mit dem Gimbal verbunden und zwar mit dem Micro-USB-Kabel. Das geht einmal hier vom Gimbal über das Kabel in die Kamera. Das hat den großen Vorteil, dass ich zum Beispiel die Verschlusszeit, Blenden- und ISO-Wert und weitere Optionen direkt über das Gimbal einstellen kann. So, das Weebill S ist betriebsbereit. Befindet man sich jetzt zum Beispiel im Pan-Follow-Modus, ist die Tilt-Achse blockiert. Drückt man jetzt die Trigger-Taste einmal, kann man diese Blockade aufheben und man kann nach unten oder nach oben schwenken. Hat man jetzt zum Beispiel den richtigen Winkel gefunden, drückt man erneut einmal die Trigger-Taste und der Winkel wird beibehalten.
Falls das Gimbal bzw. die Kamera mal in einer Position stehen sollte, womit man überhaupt nicht mehr zufrieden ist und man möchte den ganzen Weg bis zur Grundposition nicht mit dem Joystick zurücklegen, dann hat man folgende Option. Und zwar hat man hinter dem Handgriff, hier wo mein Zeigefinger drauf liegt, eine Trigger-Taste. Wenn man die zweimal drückt, also doppelklickt, ich mache das jetzt mal, dann fährt die Kamera bzw. das Gimbal auf seine Grundposition. Drückt man diese Trigger-Taste nun dreimal, dreht sich die Pan-Achse, also die Schwenkachse, um 180 Grad, sodass man ganz einfach in den Selfie-Modus reinkommt. Ich mache das jetzt mal, 1, 2, 3 und schon kann das Vloggen losgehen. Bei vielen Gimbeln hat man die Eigenschaften, eine tiefe Kranfahrt zu machen. Das heißt, man kann auf diese Position gehen und somit halt tiefe Aufnahmen machen, also nah am Boden. Das Problem ist halt bei diesen Gimbeln, die halt nur den Standfuß unten haben, beziehungsweise den Griff, dass der Schwerpunkt halt sehr frontlastig ist. Was bei diesem Gimbal halt sehr mächtig ist, wenn man sehr gerne in diesen Anderslang-Modus filmt, kann man den Standfuß hier abnehmen und man mountet ihn hier in der oberen Position. Dadurch hat man einmal eine gute Kameraführung, also es ist eine sehr stabile Kameraführung. Man kann hier einmal schwenken oder drehen. Das geht eigentlich sehr gut. Also damit hat man die Möglichkeit, von einer sehr hohen Position langsam runter zu schwenken, bis man in dem sogenannten Anderslang-Modus drin ist. Und damit kann man halt aus einer sehr schönen Perspektive und sehr gemütlich halt filmen. Drückt man die POV-Taste nun zweimal, richtet sich die Kamera um 90 Grad auf und man befindet sich in dem Vortex-Modus. Wir machen das gerade mal. 1, 2. Wir gehen nach unten. Bewegt man nun den Joystick nach links oder rechts, kriegt man eine schön gleichmäßige Rolle hin. Oder auch 2. Oder wenn man möchte auch 3. Aber man darf es nicht übertreiben damit. Also wer die Filme Matrix oder Inception kennt, weiß, was man mit diesen Effekten anstellen kann. Aber als schöne Überblendung oder Übergangsblende ist es ab und zu mal ein schöner Effekt. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences, yeah. I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is great inside this narrow maze. Hey, listen! Kleiner Disclaimer am Rande, alle Artikel, die ihr hier in diesem Video sehen könnt, sind von meinem eigenen Geld gekauft. Ich mache dieses Video lediglich, um meine persönliche Meinung mit euch zu teilen. In einer meiner nächsten Videos werde ich zum Beispiel über dieses Gimbal ein Step-by-Step-Tutorial machen, wie ich am besten und am einfachsten eine Kamera darauf installiere und ausrichte. Und falls man einen Winkelfehler hat, dass die horizontale Achse halt nicht im Waage ist, sondern irgendwie nach links oder nach rechts kippt, wie man das Ganze
über das interne Programm bzw. mit einem Smartphone über die App halt kalibrieren kann. Vielen Dank, dass du wieder reingeschaltet hast. Bei Fragen, Kommentaren oder Anregungen ab in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao. Der Power-Button befindet sich seitlich am Handgriff. Oh. Drückt man diese Trigger-Taste nun dreimal, dann dreht sich die Pan-Achse, also die Schwenkachse, um 180 Grad, sodass man in den Selfie-Modus kommt. Ich mache das jetzt mal. 1, 2, 3. Kartoffelbrei.